Lektion 1: Aktiv bleiben. Wie bleiben Sie motiviert, Sport zu treiben? Ich jogge und fahre gerne Rad, aber manchmal kann es auch anstrengend sein. Ich verstehe. Was hilft Ihnen, weiterzumachen? Ich setze mir kleine Ziele und belohne mich, wenn ich sie erreiche. Das ist klug. Ich sollte diese Methode ausprobieren. Es funktioniert wirklich für mich. Haben Sie eine Lieblingsbeschäftigung? Ich schwimme gern, aber ich mache es nicht oft genug. Schwimmen ist ein tolles Ganzkörpertraining. Du solltest mehr gehen. Ja, werde ich. Danke für die Ermutigung. Lektion 2: Geschichte und Menschheit. Wussten Sie, dass die Geschichte jeden betrifft, auch Kinder und ältere Menschen? Ja, es ist faszinierend, wie Ereignisse unser Leben über Generationen hinweg prägen können. Genau. Große Kriege wirken sich beispielsweise nicht nur auf Soldaten, sondern auch auf Familien aus. Es, die überlieferten Geschichten können wertvolle Lehren vermitteln. Und manchmal können diese Lektionen vergessen werden, was zu Fehlern führt. Das steht. Jede Generation muss neu lernen. Finden Sie nicht auch? Absolut. Es ist wichtig, die Geschichte in unseren Diskussionen lebendig zu halten. Vereinbart. Das Teilen von Geschichten hilft uns, uns mit unseren Wurzeln zu verbinden. Darüber hinaus fördert es das Einfühlungsvermögen gegenüber den Erfahrungen anderer. Lektion 3: Smart Shopping. Wissen Sie, viele Menschen versuchen beim Einkaufen über Preise zu verhandeln. Ja, sie streben oft danach, weniger als den angegebenen Preis zu zahlen, oder? Genau. Je günstiger Sie kaufen, desto mehr Gewinn können Sie erzielen. Es ist eine kluge Strategie, insbesondere für kleine Unternehmen. Wahr. Diese Fähigkeiten können auch bei der Verwaltung persönlicher Budgets hilfreich sein. Wenn Sie lernen zu verhandeln, können Sie viel Geld sparen. Und es ermutigt uns, das, wofür wir Geld ausgeben, wertzuschätzen. Definitiv. Jeder Dollar zählt, besonders in schwierigen Zeiten. Feilschen Sie also gerne, wenn Sie einkaufen? Lektion 4: Wegbeschreibung und Hilfe. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo die nächste Bushaltestelle ist? Es liegt nur 2 Blocks weiter auf der rechten Seite. Großartig. Ist es leicht zu finden? Ja, achten Sie einfach auf das große blaue Schild. Danke. Gibt es Busse, die häufig fahren? Ja, sie kommen tagsüber alle 15 Minuten. Das ist praktisch. Wie wäre es abends? Abends kommen sie alle 30 Minuten. Perfekt. Ich schätze Ihre Hilfe dabei. Lektion 5: Der Routine entfliehen. Ich denke, ein Wochenendausflug wäre großartig. Doch, es wäre eine erfrischende Flucht aus unserem Alltag. Genau. Ein Tapetenwechsel kann unsere Stimmung wirklich heben. Und es ist eine Chance, neue Orte und Kulturen zu erkunden. Ja, außerdem ist es immer spannend, verschiedene Lebensmittel auszuprobieren. Zuruf.
Welches Ziel haben Sie im Sinn? Ich dachte an die Berge oder einen Strand. Beide klingen großartig. Bevorzugen Sie Entspannung oder Abenteuer? Ein bisschen von beidem wäre perfekt. Lektion 6: Geldmanagement. Ich habe in letzter Zeit versucht, Geld für Ersparnisse bereitzustellen. Das ist ein kluger Schachzug. Haben Sie irgendwelche Techniken gefunden? Ja, ich fing an, monatlich zu budgetieren und mich daran zu halten. Das ist hilfreich. Ich nutze auch Apps, um meine Ausgaben zu verfolgen. Diese können großartig sein, um zu visualisieren, wohin das Geld fließt. Ja, es erleichtert die Identifizierung von Bereichen, die gekürzt werden müssen. Haben Sie sich konkrete Sparziele gesetzt? Ja, ich spare für einen Urlaub. Das ist ein lustiges Ziel. Urlaubspaaren kann motivierend sein. Lektion 7: Gemütliche Räume schaffen. Ich wollte einen gemütlichen Zufluchtsort für meine Freunde schaffen. Das hört sich herrlich an. Ein Ort zum Entspannen und Spielen ist perfekt. Ja, ich denke, dass bequeme Möbel den Unterschied machen. Ruf. Weiche Kissen und warmes Licht sind unerlässlich. Und vielleicht ein paar Spiele zur Unterhaltung? Definitiv. Brettspiele können alle zusammenbringen. Außerdem sorgen Snacks und Getränke für zusätzlichen Spaß. Ja, eine gemütliche Atmosphäre macht Zusammenkünfte zu etwas Besonderem. Ich kann es kaum erwarten, mein erstes Treffen auszurichten. Lektion 8: Musikalische Stimmung. Ich liebe es, wie Stehldrums so angenehme Klänge erzeugen. Das tun sie wirklich. Sie verleihen jedem Treffen eine fröhliche Atmosphäre. Ja, und sie erinnern mich an tropische Orte. Tja, es gibt auch viele kleinere Instrumente, die großartig klingen. Wie Maracas oder Tambourine. Ja, sie können der Musik Rhythmus verleihen. Musik bringt Menschen wirklich zusammen, nicht wahr? Ja, es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl und Freude. Ich denke, wir sollten bald eine Live-Musikveranstaltung besuchen. Lektion 9: Zuverlässigkeit des öffentlichen Verkehrs. Alles klar, was ist mit Bussen? Sind sie eine zuverlässige Möglichkeit, sich fortzubewegen? Ja, sie fahren in der Regel pünktlich, insbesondere während der Hauptverkehrszeiten. Das ist gut zu wissen. Haben Sie einen festen Zeitplan? Ja, die meisten Buslinien haben einen Fahrplan, den Sie überprüfen können. Eindrucksvoll. Was passiert, wenn ich einen Bus verpasse? Keine Sorge, sie kommen häufig, also wird bald noch einer hinzukommen. Klingt praktisch. Wie wäre es in den späten Stunden? Late-Night-Busse verkehren seltener, sind aber immer noch verfügbar. Das ist beruhigend. Danke für die Info. Lektion 10: Projektzeitpläne. Wir hatten gehofft, das Projekt innerhalb von 3 Monaten abschließen zu können. 3 Monate klingen vernünftig. Lassen Sie uns einige Meilensteine setzen. Gute Idee.
Wenn Sie es aufschlüsseln, wird es beherrschbar. Ja, wir können unsere Fortschritte jede Woche verfolgen. Und nehmen Sie sich gegenseitig zur Verantwortung, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Ja, Kommunikation ist der Schlüssel zur Teamarbeit. Planen Sie auch regelmäßige Check-ins ein, um etwaige Probleme zu besprechen. Hilf. So können wir Probleme frühzeitig angehen. Ich freue mich darauf, gemeinsam damit anzufangen. Lektion 11. Startreflexionen. Was machen wir jetzt mit unserer Hauptstadt? Es ist traurig, an die Veränderungen seit den Bombenangriffen während des Krieges zu denken. Ja, es ist so viel verloren gegangen und der Wiederaufbau braucht Zeit. Was haben wir seitdem getan, um es wiederherzustellen? Zahlreiche Restaurierungsprojekte wurden initiiert. Das ist gut zu hören. Es ist wichtig für die Gemeinschaft. Definitiv. Die Bewahrung der Geschichte hilft uns, uns zu erinnern. Außerdem kann es Touristen zurück in die Stadt bringen. Genau. Die Wiederbelebung des Gebiets kann die Wirtschaft ankurbeln. Lektion 12. Bemerkenswerte Erfolge. Im September 1954 boten einige kanadische Geschäftsleute einem erfahrenen Champion eine Herausforderung an. Steffi, worum ging es bei der Herausforderung? Sie wollten, dass sie über den Ärmelkanal schwimmt. Das ist beeindruckend. Hat sie die Herausforderung angenommen? Ja, das hat sie. Das war damals eine Riesensache. Pfiff. Es muss ein historischer Moment für Frauen im Sport gewesen sein. Absolut. Mit ihrer Entschlossenheit durchbrach sie Barrieren. Was für eine inspirierende Geschichte. Sie muss hart trainiert haben. Ja, Vorbereitung ist der Schlüssel für solch eine herausfordernde Aufgabe. Lektion 13. Herausforderungen meistern. Ich habe einmal gesehen, wie er buchstäblich aus den Fußsohlen blutete. Das klingt heftig. Was ist passiert? Er arbeitete so hart und überwand jedes Hindernis. Pfiff. Ein Mann, der ungebildet und allein hierher kam. Ja, er sprach zunächst nicht einmal die Sprache. Das ist unglaublich. Seine Entschlossenheit ist inspirierend. Es zeigt, wie Resilienz zum Erfolg führen kann. Hilf. Jeder hat seine eigenen Probleme. Und ihre Überwindung kann zu großen Erfolgen führen. Lektion 14. Rezepte teilen. Kannst du das Rezept mit mir teilen? Natürlich. Ich würde es gerne teilen. Es ist ganz einfach. Das ist großartig. Ich würde es gerne dieses Wochenende ausprobieren. Du wirst es genießen. Es ist ein Familienfavorit. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Welche Zutaten benötige ich? Sie benötigen frisches Gemüse und Gewürze. Klingt köstlich. Wie lange dauert die Herstellung? Ungefähr 30 Minuten. Perfekt für eine schnelle Mahlzeit. Ich schätze es. Gemeinsames Kochen macht auch Spaß. Lektion 15. Modetipps.
Wenn Sie eine Sanddorf-Figur haben, würde ein figo-betontes Kleid großartig aussehen. Pfiffe, das klingt schmeichelhaft. Ja, es betont Ihre Kurven wunderbar. Ich wollte diesen Stil schon immer ausprobieren. Du solltest. Es ist perfekt für besondere Anlässe. Welche Farbe würde Ihrer Meinung nach zu mir passen? Ein tiefes Blau oder Smaragdgrün wäre atemberaubend. Ich liebe diese Farben. Ich werde es auf jeden Fall in Betracht ziehen. Auch Accessoires können den Look aufwerten. Lektion 16. Verträge und Vereinbarungen. Wir müssen die Zahlungsbedingungen und mögliche Strafen besprechen. Ja, es ist wichtig sicherzustellen, dass beide Parteien sich im Klaren sind. Absolut. Klare Vereinbarungen verhindern Missverständnisse. Welche Begriffe sollten wir Ihrer Meinung nach einbeziehen? Wir sollten Fristen und Zahlungspläne festlegen. Das macht Sinn. Transparenz ist bei Verträgen von entscheidender Bedeutung. Und wir sollten auch festlegen, was passiert, wenn es zu einer Verzögerung kommt. Darauf, diese Bedingungen schützen beide Seiten. Lassen Sie uns ein Dokument entwerfen, das wir gemeinsam prüfen können. Lektion 17. Marktdynamik. Haben Sie vom Zusammenbruch der Aktienmärkte gehört? Ja, es wirkte sich weltweit auf die Volkswirtschaften aus, insbesondere auf die Wall Street. Der Kursrutsch löste bei den Anlegern große Panik aus. Es ist verrückt, wie schnell sich die Dinge auf dem Markt ändern können. Definitiv. Die wirtschaftliche Stabilität ist so fragil. Und es betrifft ganz normale Menschen, nicht nur Investoren. Genau. Arbeitsplatzsicherheit und Ersparnisse können gefährdet sein. Wir sollten über diese Entwicklungen informiert bleiben. Ja, Wissen kann uns helfen, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Lektion 18. Kulturerhaltung. Eine traditionelle Lebensweise hat etwas Schönes. Ich stimme zu. Es ist so wichtig, es einzufangen, bevor es verblasst. Kane wollte das Leben der amerikanischen Ureinwohner einfangen, solange es noch existierte. Das ist eine edle Sache. Der Erhalt der Kultur ist von entscheidender Bedeutung. Ja, es hilft künftigen Generationen, ihre Wurzeln zu verstehen. Und es bereichert unser Wissen über Diversität. Wir sollten Bemühungen unterstützen, diese Traditionen zu dokumentieren. Zuluf. Jede Kultur hat eine einzigartige Geschichte zu erzählen. Lassen Sie uns herausfinden, wie wir einen Beitrag leisten können. Lektion 19. Orte, die man unbedingt besuchen muss. Gibt es bestimmte Orte, die ich in Japan besuchen muss? Tokio ist ein Muss. Es ist lebendig und voller Leben. Ich habe so viel darüber gehört. Was noch? Auch Kyoto mit seinen Tempeln und Gärten ist wunderschön. Das klingt erstaunlich. Ich liebe historische Stätten. Seth, jede Stadt bietet ein einzigartiges Erlebnis. Dann muss ich meine Reise sorgfältig planen. Definitiv. Sie möchten das Beste aus Ihrem Besuch machen. Ich bin schon aufgeregt. Lassen Sie uns bald Reisetipps teilen.
Lektion 20 Fußballfieber. Fußball ist die beliebteste Sportart der Welt. Ruf. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen es lieben. Die Grundregeln des Sports sind ziemlich einfach. Was? Jede Mannschaft hat 11 Spieler und ihr Ziel ist es, Tore zu schießen. Genau. Das Spiel dauert 90 Minuten und ist in 2 Hälften unterteilt. Und keine Hände, es sei denn, sie sind der Torwart. Ja, das ist eine der wichtigsten Regeln. Außerdem ist die Spannung der Weltmeisterschaft unübertroffen. Sicher, es bringt Nationen auf einzigartige Weise zusammen. Lektion 21 Reiserinnerungen. Ja, ich habe Fotos von den wunderschönen Sehenswürdigkeiten gemacht. Das klingt erstaunlich. Hast du tolle Aufnahmen gemacht? Absolut. Die Architektur war atemberaubend. Haben Sie auf Reisen lokales Essen probiert? Ach ja, das Streetfood war köstlich und sehr authentisch. Ich liebe es, auf Reisen neue Gerichte auszuprobieren. Ich auch. Essen verrät viel über eine Kultur. Was war Ihr Lieblingsgericht von Ihrer Reise? Es war ein scharfes Curry. Ich kann es immer noch schmecken. Lektion 22 Tolle Orte. Das ist gut zu wissen. Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Du solltest. Es ist ein großartiger Ort, um Ihre Einkäufe zu erledigen. Ich liebe es, auf Reisen einzigartige Gegenstände zu finden. Dieser Ort bietet eine Mischung aus lokalem Kunsthandwerk und modernem Design. Perfekt. Ich kann es kaum erwarten, es zu erkunden. Und die Atmosphäre ist wirklich lebendig. Klingt nach einer lustigen Erfahrung. Du wirst es genießen. Teilen Sie mir Ihre Meinung mit. Ich werde. Ich freue mich darauf, dorthin zu gehen. Lektion 23 Gedenktag. Heute ist Gedenktag. Ja, wir feiern Soldaten, die für unsere Freiheit gekämpft haben. Als Symbol der Erinnerung trägt jeder eine Mohnblume. Es ist eine schöne Tradition, ihr Opfer zu ehren. Ich nehme mir immer einen Moment Zeit, um über ihren Mut nachzudenken. Ja, auch es ist wichtig, sich an ihre Beiträge zu erinnern. Wir sollten die jüngere Generation über diesen Tag informieren. Sylwuf, die Geschichte hilft uns, unsere Gegenwart wertzuschätzen. Lasst uns gemeinsam an einer örtlichen Zeremonie teilnehmen. Lektion 24 Italienische Abenteuer. Haben Sie Städte in Italien besucht? Ja, Rom, Florenz und Venedig sind so beliebt. Sie alle haben einen einzigartigen Charme und eine einzigartige Geschichte. Ich liebe die Kunst und Architektur in Florenz. Und Venedig ist mit seinen Kanälen so romantisch. Ja, beim Erkunden dieser Straßen kann man sich leicht verlaufen. Rom hat das Kolosseum, das atemberaubend ist. Ich kann es kaum erwarten, wieder dorthin zu fahren. Italien steckt voller Überraschungen. Lasst uns eines Tages eine Reise dorthin planen.
Lektion 25. Grundlagen der Budgetierung. Budgetierung ist bei der Planung einer Reise unerlässlich. Syluf, wie viel Geld sollen wir mitbringen? Das hängt vom Reiseziel und unseren Aktivitäten ab. Fest, wir sollten auch die Lebensmittel- und Transportkosten berücksichtigen. Ja, normalerweise lege ich etwas für Notfälle zurück. Das ist klug. Es ist besser, vorbereitet zu sein. Ich erstelle einen Budgetplan für unsere Reise. Folge dir. Damit bleiben wir finanziell auf Kurs. Lassen Sie es uns gemeinsam noch einmal durchgehen, bevor wir losfahren. Lektion 26. Der Geist des Fliegers. Ein echter Flieger schaut nicht nur aus den Fenstern seines Flugzeugs. Was meinst du damit? Er wird unter seinen Mitreisenden immer präsent sein. Das ist eine wunderbare Perspektive. Gemeinschaft ist wichtig. Ja, Piloten können am Himmel ein Gefühl der Kameradschaft erzeugen. Es ist schön, sie als mehr als nur Piloten zu betrachten. Genau, sie sind führend in der Luft und sorgen für Sicherheit. Und sie teilen unvergessliche Erlebnisse mit den Passagieren. Fliegen ist nicht nur ein Job, es ist eine gemeinsame Reise. Lektion 27. Kultursuche. Kultur ist faszinierend, nicht wahr? Ich stimme zu. Jede Kultur hat ihre eigenen einzigartigen Geschichten. Schauen wir uns einige Flüge an, um neue Orte zu erkunden. Das klingt spannend. Reisen öffnet unseren Geist. Genau, wir können so viel von verschiedenen Bräuchen lernen. Ich liebe es, auf Reisen die lokale Küche auszuprobieren. Essen ist auf jeden Fall ein großer Teil der Kultur. Und die Feste sind immer lebendig und bunt. Lasst uns bald unser nächstes Abenteuer planen. Lektion 28. Frühe Ankunft. Meinen Sie, wir müssen früher zur Veranstaltung kommen? Ja, das glaube ich. Es ist besser, früher als zu spät zu sein. Wann sollten wir Ihrer Meinung nach dort sein? Vielleicht eine Stunde bevor es losgeht. Wir können uns einen guten Platz ergattern. Das klingt vernünftig. Ich mag eine gute Aussicht. Außerdem können wir mit anderen chatten, bevor es beginnt. Wahr. Es ist immer schön, mit Menschen in Kontakt zu treten. Ja, möchten Sie etwas planen, während wir warten? Wie wäre es, wenn wir uns ein paar Snacks besorgen? Das würde Spaß machen. Lektion 29. Namen sind wichtig. Es passiert jedem, Namen zu vergessen. Ja, das tut es. Es ist allerdings etwas peinlich. Ich frage immer wieder höflich nach Ihrem Namen. Das ist eine gute Strategie. Es zeigt, dass Sie sich darum kümmern. Genau. Die Verwendung Ihres Namens kann das Gespräch verbessern. Vielleicht, es gibt den Menschen das Gefühl, wertgeschätzt zu werden. Ich versuche, Ihren Namen direkt nach dem Aussprechen zu wiederholen. Das hilft mir auch beim Erinnern. Habt ihr noch weitere Tipps? Bleiben Sie einfach engagiert und hören Sie aktiv zu.
Lektion 30. Treffen mit dem Papst. Sie traf viele führende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Pfiffe. Das ist beeindruckend. Wer war Ihr Favorit? Besonders gespannt war sie auf die Begegnung mit dem Papst. Pfiff. Das muss ein unvergessliches Erlebnis gewesen sein. Absolut. Sie sagte, es fühlte sich surreal an. Ich kann es mir vorstellen. Worüber hat sie mit ihm gesprochen? Sie diskutierten über Glaube und Hoffnung. Es war inspirierend. Das klingt tief. So jemanden zu treffen kann einen verändern. Ja, dadurch fühlte sie sich stärker mit ihren Überzeugungen verbunden. Lektion 31. Unterkunftspläne. Ich werde beide Optionen für eine Unterkunft prüfen. Das ist klug. Was denkst du? Vielleicht buche ich ein Hotel oder miete eine Wohnung. Die Miete kann geräumiger sein. Haben Sie online nachgeschaut? Ja, ich habe einige gute Angebote gefunden. Das ist großartig. Haben Sie eine Präferenz? Ich bevorzuge Hotels wegen der Annehmlichkeiten, aber Mieten ist auch schön. Werf. Es kommt auf die Aufenthaltsdauer an. Genau. Ich entscheide anhand meines Budgets. Lektion 32. Lokale Märkte. Vielleicht komme ich auch dort vorbei. Das hört sich gut an. Was möchtest du dir ansehen? Ich bin neugierig auf lokale Märkte oder Boutiquen in der Nähe. Um die Ecke gibt es ein paar nette Läden. Eindrucksvoll. Verkaufen Sie handgefertigte Artikel? Ja, viele von ihnen tun es. Das ist eine nette Geste. Ich liebe es, lokale Unternehmen zu unterstützen. Ich auch. Es fühlt sich persönlicher an. Ich werde diese Geschäfte auf jeden Fall erkunden. Lektion 33. Lebensmitteleinkauf. Hallo, gehst du gerne einkaufen? Ja, das tue ich. Es ist eine praktische Aufgabe, die wir alle erledigen müssen. Ich stimme zu. Es kann Spaß machen, neue Gegenstände zu entdecken. Ja, ich liebe es, frische Produkte zu finden. Haben Sie einen Lieblingslebensmittelladen? Normalerweise kaufe ich auf dem lokalen Markt ein. Sie haben eine tolle Qualität. Das ist fantastisch. Ich bevorzuge Geschäfte mit Rabatten. Für Gewalt. Geld sparen ist immer gut. Absolut. Wir alle lieben ein gutes Geschäft. Lektion 34. Flughafenkomfort. Auf der anderen Seite des Flughafens gibt es viele Geschäfte. Das ist großartig. Ich denke, ich werde mit dem Strom schwimmen. Möchten Sie vor Ihrem Flug etwas erkunden? Darf. Ich liebe es, durch Duty-Free-Shops zu stöbern. Ich auch. Sie haben interessante Produkte. Ja, dort finde ich oft einzigartige Souvenirs. Ich suche immer nach lokalen Snacks, die ich mit nach Hause nehmen kann. Das ist eine tolle Idee. Es ist eine leckere Erinnerung an Ihre Reise. Ich kann es kaum erwarten, den Flughafen zu erkunden.
Lektion 35. Komfort beim Bezahlen. Habe es. Gibt es eine Kasse in der Nähe? Ja, es gibt mehrere Kassen im Laden. Das ist praktisch. Ich mag es nicht, zu lange zu warten. Ebenfalls. Ich bevorzuge schnelle Kassen. Nutzen Sie häufig den Self-Checkout? Gelegentlich, besonders wenn ich nur wenige Gegenstände habe. Das ist eine gute Idee. Es spart Zeit. Ja, außerdem ist es manchmal schneller, als in der Schlange zu stehen. Das werde ich bei meinem nächsten Besuch im Hinterkopf behalten. Lektion 36. Offen für Ziele. Ich bin für jedes Reiseziel offen, solange es sicher und kulturell reich ist. Mir geht es genauso. Kulturelle Erfahrungen sind wichtig. Genau. Es ist faszinierend, etwas über verschiedene Kulturen zu lernen. Ja, es erweitert unsere Perspektiven. Welches Reiseziel steht auf Ihrer Wunschliste? Ich würde Japan gerne wegen seiner einzigartigen Kultur besuchen. Das ist eine fantastische Wahl. Ich möchte Italien sehen. Italien ist unglaublich. Die Geschichte und das Essen sind unglaublich. Lasst uns eine Reise planen, die unsere Interessen vereint. Lektion 37. Einkaufsfunde. Oh, schön. Ich hatte noch keine Gelegenheit. Was hast du gekauft? Ich habe einen wunderschönen Schal und ein paar süße Schuhe gefunden. Das hört sich großartig an. Wo hast du sie gefunden? Auf dem örtlichen Markt. Sie haben einzigartige Gegenstände. Ich liebe Märkte. Sie haben immer interessante Dinge. Verf Es macht Spaß, neue Stile zu erkunden und zu entdecken. Ich sollte es mir das nächste Mal ansehen. Definitiv. Vielleicht finden Sie etwas Besonderes. Ich bin gespannt, was Sie haben. Lektion 38. Energieschub. Definitiv. Es gibt mir einen Energieschub und hilft mir, konzentriert zu bleiben. Mir geht es genauso. Aus diesem Grund liebe ich meinen Morgenkaffee. Ja, Kaffee ist ein toller Muntermacher. Was trinken Sie normalerweise zu Ihrem Kaffee? Ich mag ein Gebäck oder etwas Toast. Und du? Dazu genieße ich gerne einen Muffin oder etwas Obst. Das hört sich köstlich an. Ein perfekter Start in den Tag. Süß. Das Frühstück ist meine Lieblingsmahlzeit. Ebenfalls. Es gibt den Ton für den ganzen Tag vor. Lektion 39. TV-Platzierung. Was ist mit dem Fernseher? Ich denke, es sollte an der Wand gegenüber der Couch sein. Das macht Sinn. Von dort aus wäre es leicht zu beobachten. Ja, außerdem spart es Platz im Raum. Ich stimme zu. Haben Sie über die Größe des Fernsehers nachgedacht? Ich habe. Eine mittlere Größe würde perfekt passen. Das hört sich gut an. Es wird den Raum nicht überfordern. Genau. Wir möchten, dass es gemütlich und komfortabel ist.